Tasmai Mahapremarasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namo Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo. Rig Vedo hi Yajurveda Samavedo Pyatarvanaha Aditastena Yenuktam Haririktaksharadvayam is stated in the Puranas that a person has completed their study of the Rig Veda. Dass jemand die Studien des Rig Veda vollkommen erfüllt hat. A person has completed their study of the Samaveda. Und der Samaveda. A person has completed their study of the Yajurveda. Und das Yajurveda. And a person has completed their study of the Atharva Veda. Und auch jemand, wenn er die Atharva Veda studiert hat. If they simply utter the two syllables Hari, wenn sie einfach nur die zwei Silben Hari all Vedic study completed. Dann sind alle vedischen Studien vollkommen erfüllt. Actually, it takes several lifetimes. Nimmt natürlich 3 Leben. To become expert in all of such Vedas. Ja, natürlich solche Veden studieren. But simply by uttering Hari, Dvai Akshar, 2 syllables, everything is complete. Und nur durch die 2 Silben Hari wird alles vollkommen. Why? Warum? See, Krishna has explained in Bhagavad Gita, Vedaischa sarvar ahameva vedyo. All the Vedas are only to know me. Die Veden sind nur dafür da, um mich zu kennen, sagt Krishna in der Bhagavad Gita. This is the only purpose of the Vedas. Das ist doch der Sinn und der Zweck der Veden. So if one will utter the syllables Hari, wenn man diese 2 Silben Hari ausspricht, without offense, ohne Lieblosigkeit, in a mood of complete surrender, in einer Stimmung der vollkommenen then one Hingabe, will know Krishna. dann wird man Krishna kennenlernen. Because see, Krishna appears in the heart of the devotee who utters his name. Denn er erscheint im Herzen des Gottgeweihten, der ihn anruft. Nama-yajna Vishnu yatastad vishayamati. The Vishnu Dutas explained that Krishna identifies so strongly with his own name. Die Vishnu-Dutas erklären im Srimad Bhagavatam, dass Krishna sich so sehr mit seinem Namen identifiziert, It is not different from him. der nicht verschieden von ihm ist. It is the intrinsic aspect of his Swarup. Das ist der intrinsische Aspekt seines Swarup, seiner eigenen Form. So even when an ignorant person, Selbst eine unwissende Person, with no knowledge, der kein Wissen hat, even by accident, nur durch Zufall and even without faith, und durch, also sogar ohne Vertrauen, simply utters the word Krishna, das Wort Krishna ausspricht, then Krishna becomes absorbed in remembering that person. Krishna vertieft sich und Yatastad Vishayamati means even if you are not remembering Krishna, das heißt, dass selbst wenn ich nicht an Krishna mich erinnern kann, but you chant his name, aber diesen Namen singen at möchte, that time Krishna is remembering you. dann Krishna erinnert sich an mich He becomes absorbed in thinking of you. und er vertieft sich und denkt an mich. He thinks, he has chanted my name. Denkt, oh, er chantet meinen Namen. I must give him shelter. Ich muss ihm Zuflucht I geben. must give him protection. Zuflucht und Schutz. I must bring him to my lotus feet.
Ich möchte ihn zu meinen Lotusfüßen führen. So Nama is very powerful. So ist der Name so kraftvoll. What's the difference between an Ashtanga yogi and a Bhakti yogi? Das ist der Unterschied zwischen einem Astanga-Yogi und einem Bhakti-Yogi. Ashtanga yogi is trying by his own effort to concentrate his mind. Der Ashtanga-Yogi versucht durch seine eigene Bemühung seinen Geist zu kontrollieren. And by force bring the form of God into his consciousness. Und versucht irgendwie durch diesen Druck die Form Gottes in sein Bewusstsein zu bekommen. Because there's some ahankar involved in this. I am the doer, I can do it. Da ist noch dieses Ego, Ahankara, und denkt, ich mache das jetzt. The Bhakti yogi is different. Der Bhakti-Yogi hat einen ganz anderen Ansatz. He does Sri Krishna Sharanam. Er sagt oder singt Krishna Charanam. Krishna said, Sarvadharman Parityajam. Surrender to me. Denn Krishna sagt ja, gib dich doch einfach mir hin. So the Bhakti yogi, he said, my Lord, I am useless. Und so sagt der Bhakti-Yogi, mein Herr, ich bin selber nutzlos. I cannot meditate. Ich kann nicht einmal meditieren. And anyway, even if I could, it would not control you because you are only interested in love. Und wenn ich das so gut könnte, es würde dich überhaupt nicht kontrollieren, weil du bist doch nur für Liebe offen. So, you love your devotees. Und du liebst deine Geweihten. So, I am trying to be the servant of your servant. Und ich versuche einfach der Diener deiner Diener zu sein. So, take pity on me, please. Bitte, hab Mitgefühl mit mir. I'm chanting the holy name. He allows Krishna Und so, wenn er den heiligen Namen chantet, the opportunity. dann gibt er Krishna die Möglichkeit, Krishna himself comes into the heart of that devotee. dass er selbst in das Herz dieses Gottgeweihten kommen kann. And steals his breath away Seinen Atem beraubt, with his astonishing beauty. seine erstaunliche Schönheit, His inconceivable sweetness. seine unvorstellbaren Schönheit. You try to think about Krishna, but you cannot, because the mind is not a container that contains the endless ocean of Krishna's beauty and sweetness. Wir versuchen über Krishna nachzudenken und ihn zu rufen, aber unser Geist ist nicht mal das richtige Behältnis, um diese unbeschreibliche Schönheit Krishnas aufzufangen. When Gopkumar went to the Vaikuntha, Als Gopkumar zu den Vaikuntha-Planeten ging, there he heard the residents there discussing the glories of the holy name. hörte, wie die Einwohner dort über die Herrlichkeiten der heiligen Namen sprachen And the glories of meditation. und über die Herrlichkeiten von Meditation darüber. So, one of the liberated souls there said, Eine der befreiten Seelen sagte also, Nanyamaye kirtanameva satamam lolatmakaika swaradis paratsmite vachi swayukte manasi sruto tatha devyat parangupya upa kurvaratmavat. He said, in our opinion, the chanting of the holy names is better, more powerful than smaran and meditation. so sagte er, in unserer bescheidenen Meinung ist das Chanten der heiligen Namen kraftvoller als Smaran und Kirtan. Und Meditation. Kirtan is better than smaran. Kirtan ist besser als Smaran und Meditation. Because the smaran meditation takes place in the mind, which is very unstable. Weil die Smaran, Erinnerung, Meditation findet im Geist statt. Und der ist sehr unstabil. Arjuna said, oh Krishna, I think it's easier to control the wind than to control the wind. Arjuna selbst sagte, oh Krishna, es scheint mir noch leichter, den Wind zu beherrschen als den Geist. And it may be that by meditation for a second, the form of Krishna may appear and disappear. Und vielleicht schafft man das durch Meditation für eine Sekunde, die Form von Krishna zu sehen und bald verschwindet sie wieder. And only in your heart. Und nur in deinem Herzen. But Kirtan, Aber Kirtan, Vachi Swayukte Manasi, when we chant the holy name, the mind, in which the form of Krishna runs away when we try to catch it, the mind automatically becomes absorbed in the lotus feet of Krishna. Automatically. aber wenn wir Kirtan chanten, dann wird der Geist, der sonst davonrennt, automatisch von den Lotusfüßen von Krishnas eingenommen und wird dort bleiben. And Krishna's form, qualities and pastimes unfold in a most beautiful way. Und Krishnas Form,
Eigenschaften und Spiegel manifestieren sich auf die wunderschönste Art und Weise. And the wonderful thing is that if a person is experiencing that internal realization of the swoop of the name, Und dieses Wunderbare ist, wenn jemand im Herzen die Swarup, die Form von Krishna verwirklicht, that as they are doing kirtan, it is not only their experience, but whoever listens to the kirtan also begins to have the spurti of Krishna. ist es so, dass nicht nur, wenn sie selber Kirtan machen, sondern alle, die daran beteiligt sind, dieses Spurti, diese Vision von Krishna geschenkt bekommen. So Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Taramate sarva shasta nama sankirtan niraparatnam laile paripremana. Of all the various practices of bhakti, kirtan is the best. So sagte Chaitanya Mahaprabhu, dass von den allen verschiedenen Praxisen der Bhakti Kirtan der allerhöchste ist. If one will simply chant without offense, the heart will be inundated with the transcendental love. Und wenn man einfach ohne Lieblosigkeit den heiligen Namen chantet, wird das Herz von dieser Liebe überflutet. When Chaitanya Mahaprabhu received Harinam and Diksha from his guru, Als Chaitanya Mahaprabhu Harinam und Diksha Einweihe von seinem Lehrer bekam, he began to chant and he became mad. begann er zu chanten und wurde wie verrückt davon. He was laughing, dancing, crying. Lachte, tanzte und weinte. He came back to his Gurudev and said, Kiba mantra dil gosai, kiba tarba, japite mantra, karele pagal. Oh Gurudev, what kind of mantra did you give to me? Und er kam zurück und sagte, oh Gurudev, was für eine Art von Mantra hast du mir da gegeben? I was chanting it and now I'm afraid I have become insane. Ich habe es gechantet und jetzt habe ich Angst, dass ich vollkommen verrückt davon werde. His Gurudev said, Sadhu, Sadhu. Sadhu, sagte sein Guru, sehr gut. I am fortunate to have a disciple like you. Ich habe Glück, dass ich so einen Schüler wie dich habe. This is the nature of the Mahamantra. Das ist die Natur. Krishna Nama Mahamantra Eito Subhav. It's the nature of the Mahamantra. The transcendental ecstasies fill the heart. Es ist die Natur des Mahamantra, dass die transzendentale Ekstase erscheint. Evam Brata Swapriya Nama Kirtya Jatana Rago Druta Chitta Utschai Hasyastati Rotiti Rauti Gayatum Madhava Nrittati Lokabhaya. Mahaprabhu said, then my Gurudev told me a verse of Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu sagte, wenn mein Gurudev mir diesen Vers von Bhagavatam erzählte, when one makes a Brata vow, oder wenn man ein Brata, ein completely take shelter of Krishna Nama, diese wirkliche Zuflucht von Krishna Namen sich so ganz tief wünscht. chanting Hare Krishna. Und Hare Krishna chanting. And also Priyanam, those names which are very dear to one. Und auch die anderen Priyanam, die anderen Namen von Krishna, die einem so lieb sind. Like Radharaman, Wie Radharaman, Gopijana Vallabha, Gopijana Vallabha, Hey Madan Mohan, Hey Madan Mohan, oh Radha Mohan. Oh Radha Mohan. They're the Priyanams Das sind Priya-Namen. mixed together with the Mahamantra. Und sie werden dann mit dem Mahamantra gemischt, gechantet. Then the heart melts and one begins to laugh, to cry, to dance. Dann schmilzt das Herz und man beginnt zu lachen, zu weinen und zu tanzen. To roar. Und auch zu Haribol! schreien. Lokabhaya means you don't care if people think you are crazy. Und das heißt, man ist überhaupt nicht daran interessiert, ob die Leute denken, dass man verrückt wäre. This is the nature of the holy name. Das ist die Natur der heiligen Namen. So our Srila Sanatana Goswami said, Unser Srila Sanatana Goswami it is sagt, automatic. es wird If one falls in love with Krishna, so automatisch, wenn man mit Krishna in Liebe fällt oder sich verliebt, then one is overwhelmed with separation. ist man auch von Trennung überwältigt immer wieder. And he cries out in pain, Hare Krishna, Hare Krishna. Und man schreit dann in diesem Schmerz diese Namen. It is not artificial. Das ist nicht künstlich, It is natural, spontaneous, uncontrollable. das ist natürlich, spontan und unvermeidbar. So there's a type of logic So gibt es dazu eine Logik, that says that the activity which is done by those who attain perfection is the best activity for those who are aspiring for perfection. und die heißt, dass wenn man die betrachtet, die jetzt schon Vollkommenheit erlangt haben und was die tun, das ist das Beste, wenn man selber auch diese erlangen möchte, das auch zu tun. So since the activity of the perfected sages is to loudly sing in love the names of Krishna,
Therefore, the best activity for those who want to be perfect is to loudly sing the names of Krishna. So ist es, dass die Aktivitäten der Heiligen, die Vollkommenheit erreicht haben, das laute Chanten der Heiligen Namen ist. Und auch die, die das erreichen möchten, sollten laut diese Heiligen Namen chanten. So, if you kindly permit me, I will sing one kirtan. Bitte, wenn es mir